Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Magazins. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir sind im Deutschen Technikmuseum in Berlin zu Gast. Und beginnen wollen wir heute in der Ausstellungshalle für Modelle. Bei mir begrüße ich jetzt Lars Quade-Jacob, Kurator des Deutschen Technikmuseums in Berlin und zuständig für Landverkehre. Herr Quade-Jacob, beeindruckend ist ja die Detailtreue dieser Wagen. Wofür wurden denn diese Wagen gebaut? War das die Gartenbahn des Kaisers? Die Gartenbahn des Kaisers war das nicht. Diese Wagen waren eine Art Selbstdarstellung der deutschen Industrie und aber auch des Deutschen Kaiserreichs. Man wollte zeigen, zu welchen Leistungen man fähig ist, und Lehrlinge haben in Hunderttausenden von Arbeitsstunden diese Modelle gebaut, damals aktuelle Fahrzeuge dargestellt, bis ins allerletzte Detail. Wir sehen hier die Polsterung in den verschiedenen Klassen. Wir sehen selbst in den Toiletten ein Jugendstilmuster auf den Toilettenbecken. Wir sehen das Toilettenpapier. Also es ist eine wahnsinnige Detailtreue hineingearbeitet worden. Übrigens, diese Wagen kann man auch virtuell erleben. Ich sage nur, nächster Halt 1900. Das Deutsche Technikmuseum verfügt über einen ganz besonderen Schatz aus der Geschichte der Eisenbahn, nämlich eine Sammlung von rund 50 einzigartigen Großmodellen aus der Zeit um 1900. Eisenbahn war damals etwas sehr Wichtiges und Allgegenwärtiges. Das war die Hochphase der Eisenbahn, und deswegen zeigen diese Modelle eine Menge über die Zeit um 1900. Wie sah die Welt vor über 100 Jahren aus? Wie fühlte es sich an, damals mit der Eisenbahn zu reisen? Und wofür baute man solch aufwendige Großmodelle davon? All das machen wir mit den Modellen nun auf eine ganz neue Art und Weise erlebbar. Eine Auswahl der Modelle haben wir aus ihren Vitrinen in der Ausstellung herausgenommen und mit Hilfe modernster Fototechnik von außen und innen digital abfotografiert. Damit machen wir die Modelle jetzt virtuell erlebbar. Man setzt sich die VR-Brille auf und ist plötzlich mittendrin in den Modellen, als wäre man selbst Eisenbahnreisende oder Eisenbahnreisender um 1900, als wäre man selbst in Miniatur. Schon sehr beeindruckend, diese virtuelle Welt. Herr Quade-Jacob, wie können denn unsere Zuschauer diese virtuelle Welt erleben? Die virtuelle Welt nächster Halt 1900 lässt sich einmal an jedem PC oder auch auf dem Smartphone erleben, aber wir bieten noch dazu eine Brille an, mit der man dann auch wirklich in Virtual Reality durch diese Wagen hindurchgehen kann. Vorne wird das eigene Smartphone eingefügt, hier schaut man durch und hat dann eine Virtual Reality Anmutung. Das heißt, wenn man den Kopf bewegt, dann geht man auch virtuell durch diese Wagenmodelle hindurch und vergisst dabei, dass man sich in einem Modell befindet. Das beeindruckendste Exponat ist für mich die preußische Dampflokomotive S10. Und die würde ich natürlich gerne unseren Zuschauern zeigen. Dort gehen wir jetzt sehr gerne gleich hin. Na dann, liebe Zuschauer, wenn das so ist, dann stimme ich Sie jetzt auf Dampflokomotiven ein. Mit Bildern von Elke, Achim und Rolf Schlafke aus ihrer Serie Deutsche Dampflokomotiven, eine Reise durch die Baureihen. Im Mai 2004 war die Fahrzeughalle 1 des Verkehrsmuseums Nürnberg für Besucher gesperrt. Die dort schwer zugänglich ausgestellte, 120 Tonnen schwere Schlepptender-Schnellzug-Dampflok 05001 wurde auf das zur neuen Halle führende Gleis mittels eines sogenannten Deutschlandgeräts verschoben und abgeschleppt. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwesterloks hat sie ihre ursprüngliche weinrote Verkleidung wiederbekommen. Die fast 2400 PSI starken und 175 km pro Stunde schnellen, dreizylindrigen Maschinen der Baureihe 05 besaßen 2,30 Meter große Kuppelräder. Lok 05002 erzielte mit 200,3 km/h einen Weltrekord, bei der Reservelokführer Ernst Höhne binnen einer Stunde 3 Tonnen Kohle in die Feuerbüchse schaufelte. Die Zylinderleistung erreichte dabei 3400 PSI. Eine der 3 Loks wurde versuchsweise mit vorn liegendem Führerstand und Stehkessel versehen. Ihre Befeuerung erfolgte zeitweilig durch Kohlenstaub. Das Aufkommen dieselelektrischer Schnelltriebwagen vor dem Zweiten Weltkrieg hatte zum Bau dieser Lokgiganten geführt, denn sie vermochten in den gleichen Dienstplänen wie die Triebwagen zu laufen. Dabei ermöglichte ihr Einsatz eine bessere Anpassung an die Zahl der Fahrgäste
über die variable Anzahl der Waggons, und die Lokomotiven konnten im Gegensatz zu den Triebwagen Speise-, Schlaf- und Kurswagen mitführen. Ihr Unterhaltungsaufwand war allerdings wesentlich höher. Darüber hinaus ließen sich diese stromlinienförmig verkleideten Maschinen zu Experimentalzwecken wie zum Beispiel der Erprobung von Schnellzugwagen verwenden. Der Weltkrieg und die darauffolgende Umorientierung zur Diesel- und elektrischen Traktion verhinderte eine weitere Karriere verschalter Dampflokomotiven. Der durch den verringerten Luftwiderstand erreichte Zugewinn an Leistung fiel weniger ins Gewicht als der erhöhte Wartungsaufwand. Die 05er machten sich jedoch ohne Verkleidung in der Nachkriegszeit noch einige Jahre mit ca. 150.000 Kilometer jährlicher Laufleistung in Fernzugplänen zwischen Hamburg, Köln, Hannover und Frankfurt nützlich. Ihr letztes Einsatz-BW war bis 1958 Hamm. So geschah es, dass auf einer Hamsterfahrt ein gewisser Knabe seine Mutter frühmorgens im Hauptbahnhof Essen zappelnd auf die ungewohnt riesigen Treibräder einer langsam durchfahrenden Lok aufmerksam machte. Hier hinter mir steht sie, liebe Zuschauer, die preußische Heißdampflokomotive S10. Und das Spektakuläre an diesem Exponat ist, dass man an ihr sehr gut nachvollziehen kann, wie eine Dampfmaschine arbeitet. Und bei mir, liebe Zuschauer, ist jetzt Andreas Zimmermann. Er betreut diese Lok seit 27 Jahren. Das hier ist der Führerstand der letzten preußischen S10, die als Vorführobjekt 1935 vom Reichsbahnausbesserungswerk Brandenburg hergerichtet wurde und hier im Deutschen Technikmuseum Berlin seit 1987 steht. Wie geht's hier los? Wie fahren wir jetzt ab? Ja, wir fahren ab, indem das Führerbremsventil in die Fahrstellung gelegt wird. Ich simuliere dann das Blicken auf den Druck in der Hauptluftleitung und wenn der nachher angestiegen ist, dann sind die Bremsen gelöst und dann kann ich halt Steuerung einstellen, Druckausgleicher und den Regler betätigen. Natürlich nicht zu vergessen, kurz einmal das Achtungssignal mit der Pfeife geben, denn der Drehscheibenwärter als Rangierleiter muss ja wissen, dass ich seinen Abfahrtauftrag entgegengenommen habe. Na, vielen Dank, Andreas Zimmermann. Und wir, liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt Dampflokomotiven im Einsatz.
Quade-Jacob, was ist denn Neues im Museum für die nächste Zeit geplant? Wir wollen in nächster Zeit einen Neubau errichten, eine historische Wagenhalle wieder errichten, die im Krieg zerstört wurde und seitdem als Ruine noch auf unserem Gelände besteht. Und dort soll es eine Erweiterung der Eisenbahnausstellung geben. Das gibt uns nochmal 4 mal 50 Meter Gleise mit den entsprechenden Möglichkeiten, dort weitere historische Fahrzeuge zu zeigen. Und damit werden wir in diesem Jahr anfangen und in 4 Jahren wollen wir dann Eröffnung feiern. Sie haben mir erzählt, Sie nutzen für Ihre Reisen gerne die Bahn. Sind Sie denn schon mal mit einem Zug nach nirgendwo gefahren? Es war nicht immer leicht, aber irgendwo angekommen bin ich immer. Anders erging es Christian Anders. Er besang den Zug nach nirgendwo 1972 und hatte damit einen Riesenhit. 30 Wochen auf Platz 1. 20 Jahre später produzierte Helmut Rüssmann mit dem Sänger Mike Bauhaus diesen Titel neu und produzierte auch ein Video zu dem Lied. Und dieses Video überzeugt durch seine Schnitte und seine Bilder und passt ideal zum Text. Sehen Sie nun aus unserer Reihe Schienenhits. Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit Mike Bauhaus in einer Produktion von Helmut Rüssmann. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, nirgendwo, nach nirgendwo, nach nirgendwo, 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 nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne, die hab ich gesehen, will sie mir sagen, komm doch zurück. Nach nirgendwo, nirgendwo, nach nirgendwo. Die Zeit verrinnt, die Stunden gehen, bald bricht ein neuer Tag heran. Noch ist es nicht für uns zu spät, doch wenn die Tür sich schließt, was dann? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne, die hab ich gesehen, will sie mir sagen, komm doch zurück. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort und es wird alles so wie früher sein. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne, die hab ich gesehen, will sie mir sagen, komm doch zurück. Oh Maria, ich hab dich lieb. Vielen Dank, Herr Lars Quade-Jacob, dass wir hier bei Ihnen im Deutschen Technikmuseum zu Gast sein durften. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe Ihres Magazins.
Zum Schluss sehen Sie noch einen Zuschauerclip und der kommt von Ronald aus dem Schwarzwald. Ich sage Tschüss und bis bald. Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit.